Wie kann man in Lime Survey Verzweigungen erstellen, sodass bestimmte Fragen nur unter bestimmten Bedingungen gestellt werden? Dafür habe ich hier ein ganz einfaches Beispiel vorbereitet. Ich zeige hier mal die Umfrage-Vorschau. Hier gibt es zunächst mal eine Frage, die die Befragten mit der Antwort 1 oder mit Antwort 2 beantworten können. Und dann möchte ich hier mit einer offenen Textfrage nachhaken, wenn die Befragten mit Antwort 1 geantwortet haben. Wenn sie mit 2 geantwortet haben, soll diese Nachfrage nicht kommen. Hier in dieser ersten Frage brauche ich überhaupt nichts einstellen, sondern nur bei der zweiten Frage erstelle ich dann eine Bedingung und sage, dass diese zweite Frage nur dann angezeigt werden soll, wenn in der ersten Frage mit der Antwort 1 geantwortet wurde. Und dafür gehe ich in dieser zweiten Frage hier auf Bearbeiten und dann muss ich jetzt irgendwie diese Bedingungen eingeben. Und dafür gibt es hier in Lime Survey zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, hier die Bedingungen direkt einzugeben. Wenn man sich schon ein bisschen besser auskennt, kann man hier also direkt eintippen. Oder wenn man es ein bisschen einfacher haben möchte, schließe ich das hier nochmal und gehe nochmal in die Fragenübersicht. Und dann kann man hier bei den Werkzeugen den Bedingungsdesigner auswählen. So, und in diesem Bedingungsdesigner werden mir jetzt alle vorhergehenden Fragen angezeigt, also vorhergehend in Bezug auf diese Frage Q2. Das ist hier nur diese eine Frage, Q1, die kann ich dann auswählen. Dann kann ich hier als zweites einen Vergleichsoperator auswählen, also gleich, kleiner, gleich, größer, gleich und so weiter. In dem Fall möchte ich jetzt gleich auswählen, weil ich möchte, dass diese Frage genau einer Antwort entspricht, nämlich dieser Antwort 1 hier. Die kann ich dann also hier bei den Antworten auswählen und dann brauche ich nur noch auf Bedingungen hinzufügen und dann hat das Ganze schon funktioniert. Man sieht dann hier wird die Bedingung angezeigt und wenn ich hier einmal zurückgehe in die Fragenübersicht, dann sehe ich auch, dass die Bedingung hier eingetragen wurde. Die Bedingung bedeutet zunächst mal, dass diese Frage Q1 hier nicht leer sein darf und dass diese Frage 1 mit der Antwort 1 beantwortet wurde. Gut, schauen wir direkt mal in die Umfrage-Vorschau, ob das geklappt hat. Ich habe jetzt also diese erste Frage, wenn mit 2 geantwortet wurde, passiert nichts und wenn die Antwort 1 gewählt wird, dann taucht diese weitere Nachfrage auf. Soweit als erste kleine Einführung zu den Bedingungen in Lime Survey 5.